klar gehört der Fußball zu meinem Leben, aber das ist nicht 100% von Ilkay. Willkommen zu einer neuen Folge Close-Up. Heute mit Ilkay Gündogan. Schön, dass du da bist. Alles gut bei dir? Schön, dich zu sein, danke. Ja, alles gut, alles gut. Selbst? Super gut gelaunt heute. Mal sehen, ob es so bleibt. Wir fangen nämlich an, gleiches Spiel wie immer, mit einer schnellen Fragenrunde. Sprich, ich stelle Fragen, du antwortest möglichst schnell. Ich werde es versuchen. Welchen Geruch verbindest du am meisten mit deiner Kindheit? Geruch? Geruch der Straße, wenn es Sinn macht, weil ich viel auf der Straße gekickt habe. Gibt es Gerüche, die du gar nicht magst, auch heute noch nicht ausstehen kannst? Koriander. Oh, okay. Ja. Geschmack und Geruch geht gar nicht bei mir. Welche Alltagssituation regt dich richtig auf? Wenn Menschen nicht ehrlich sind. Nach deiner Karriere eher Trainer oder Manager? Manager. Okay, das musst du kurz erklären, weil ich bei dir zu 100% auf Trainer getippt habe. Habe ich schon gedacht? Ja, ich war mir sicher, ich hatte schon so das Trainer im Ohr. Ehrlich gesagt, das hat sich im letzten Jahr so ein bisschen verschoben. Ich konnte mir immer sehr gut vorstellen, auch Trainer zu werden, gerade weil ich super Trainer während meiner Karriere hatte. Aber wenn ich dann vergleiche den Trainerjob zu dem Job eines Spielers, finde ich schon, dass es sehr, sehr viele Ähnlichkeiten gibt und von der Intensität auch sehr hoch ist. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mir das aktiv nach meiner Karriere auch antun will, dann jeden Tag irgendwie unterwegs zu sein und ständig unter Stress zu sein. Da kann es vielleicht sein, dass der Managerjob ein bisschen entspannter ist, wobei ich auch nicht genau weiß und vielleicht auch etwas andere Herausforderungen mit sich bringt und dementsprechend man neue Dinge vielleicht auch lernt. Das ist das, was mich so ein bisschen reizt gerade. Okay, ja, das klingt plausibel. Hast du einen Traum, den du immer wieder träumst? Manche Träume sind intensiver und an die kann man sich schon erinnern. Wobei auch nicht immer schöne Träume dabei sind und manche halt nicht so. Für was hast du als Kind früher dein Geld gespart? Für Süßigkeiten. Ja, das klassische Kiosk mit 50 Cent. Definitiv, so eine gemischte Tüte. Das war schon gut. Welche Serie läuft bei dir nebenher oder so zum Einschlafen? Gar nichts, ehrlich gesagt. Ich mag es nicht zum Einschlafen, vorm Fernseher zu liegen oder, weiß ich nicht, vorm iPad oder Laptop zu hocken. Wenn ich schlafe, dann muss es dunkel sein, dann darf nichts mehr irgendwo an Geräuschen dann noch rumtönen. Das ist mir am liebsten. Was ist deine Traumart, ein Tor zu erzielen? Einfach einschieben, denke ich, vom leeren Tor. Das ist am schönsten. Okay. Aber so Tiki-Taka-mäßig rausgespielt davor? Nee, klar, doch schon. Auf jeden Fall. Wenn man das Gefühl hat, dass jeder involviert war in einem Angriff, dass man den Ball gefühlt 2 Minuten gehalten hat und der Gegner kaum eine Chance hat, an den Ball zu kommen und dann noch am Ende ein Tor bei rausspringt, dann ist das natürlich das, was ich am Fußball am meisten liebe. Unabhängig davon, wer das Tor am Ende schießt. Aber wenn ich jetzt persönlich, keine Ahnung, so ein einfaches Tor habe und keine Ahnung noch einschieben muss, dann ist das immer relativ entspannt und schön. Okay. Lieber Dritter oder Zweiter? Zweiter. Okay, das verstehe ich nicht. Nein, ernsthaft, also ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht. Als Dritter gehst du als Sieger praktisch aus dem Turnier und als Zweiter doch theoretisch als Verlierer, oder nicht? Trotzdem warst du im Finale, wenn du als Zweiter vom Turnier rausgehst. Also das ist ja das, worum wir spielen, auch weil wir ins Finale wollen. Klar, im Finale zu verlieren ist nie schön. Ich hatte das unmittelbar vor ein paar Tagen. Kommen wir nachher noch drauf, keine Sorge. Aber trotzdem, wenn du das im Finale gespielt hast, ist nochmal eine Erfahrung. Du bist ein Ziel weitergekommen, als jetzt nur im Halbfinale dann auszuscheiden. Und dementsprechend ist es mir definitiv lieber, Zweiter zu werden. Wenn du dir jetzt ein neues Hobby suchen müsstest, welches würdest du dir aussuchen? Ich würde, glaube ich, gerne ein Musikinstrument spielen, aber ich bin da null talentiert und habe auch null Geduld, gerade was Neues zu erlernen. Trotzdem finde ich das immer ganz cool, wenn jemand irgendwie am Piano oder so ein bisschen rumspielen kann. Also das finde ich schon beeindruckend. Also wäre es Klavier oder bist du da offen? Ich glaube schon, ja, ich glaube schon. Ich finde es schön, auch den Klang. Was würden Niklas Süle und Leon Goretzka über dich als Spieler sagen? Dass ich wahrscheinlich ein intelligenter Spieler bin auf dem Platz, der technisch begabt ist. Ich würde sagen, dass wir uns die Auflösung mal zusammen anschauen. Okay. Ich weiß schon länger, was für ein herausragender Fußballer Ilkay ist und auch unheimlich schlau. Ich glaube,
Er analysiert Dinge einfach sehr, sehr früh. Es ist ein Genuss, mit ihm zusammen zu spielen, weil man weiß, er spielt einfach die Bälle, die man sich als Mitspieler wünscht. Mit dem kann man auch mal ein bisschen Tiki-Taka spielen, weil er einfach ein unglaublicher Fußballer ist und auch eine sehr, sehr gute Einstellung hat. Deswegen muss ich sagen, eine Freude, mit ihm zusammenzuspielen. Hat es ziemlich gut getroffen. Hammer. Wie schwierig ist es, dass hier viele Spieler aus unterschiedlichen Spielsystemen und Vereinen letztlich aufeinandertreffen? Das ist immer die Herausforderung, finde ich. Also gerade diese unterschiedlichen Spielertypen, die aus unterschiedlichen Spielkonzepten kommen, dann alle auch unter einen Hut zu bekommen und als Gemeinschaft dann auch zu funktionieren. Ich finde immer, das ist so ein bisschen auch der Schlüssel zum Erfolg. Dementsprechend ist es klar nicht leicht. Es ist wahrscheinlich das Schwierigste überhaupt, gerade für den Trainer. Im nächsten Spiel wollen wir dich als Person noch ein bisschen besser kennenlernen. Heißt, ich nenne eine Charaktereigenschaft und du musst mir sagen, inwieweit das genannte Adjektiv auf einer Skala von 1 bis 10 auf dich zutrifft. Okay. Alles klar? Ja. Selbstbewusst. 6. In welchen Situationen fühlst du dich am sichersten oder bist du am meisten selbstbewusst? Ich bin, glaube ich, grundsätzlich jemand, der auch immer versucht, irgendwo sich zu verbessern oder vielleicht auch Fehler zu suchen, aktiv an sich selbst. Ich bin selten zufrieden. Okay. Das zieht sich so ein bisschen durch meine Karriere. Das hat in mir einfach immer ausgelöst, dass ich versucht habe, noch mehr zu machen, noch besser zu werden und selbst in Trainings auch teilweise mit so einer Einstellung gehe. Und mir immer denke, okay, die Fußballer um mich herum sind echt gut. Und um da mitzuhalten, muss ich fast täglich versuchen, so perfekt wie möglich zu sein. Ich hätte auch mehr gedacht als 6, ehrlich gesagt. Weil ich dachte, wenn man Fußballer ist, ist man so druckresistent, dass man ein gewisses Selbstbewusstsein von Natur aus mitbringt. Mag vielleicht für viele selbstverständlich sein, aber man darf nicht vergessen, dass wir auch normale Menschen sind, die Fehler haben, die nicht perfekt sind. Und dass wir natürlich auch an uns selbst zweifeln. Das ist normal, meiner Meinung nach. Humorvoll. Ja, auch 6, 7 vielleicht. Loyal. 10. Bist du gut im Kontakte pflegen? Ja, würde ich schon sagen. Die Menschen, die mir wichtig sind, um die kümmere ich mich, egal was es ist. Strukturiert. 9. Oh, okay. Ja, Das ist eine Ausreise nach oben. Ist mir sehr wichtig. Bist du ein Ordnungsmensch? Ja. Also eine gewisse Disziplin im Alltag bei den unterschiedlichsten Dingen ist mir sehr wichtig. Gerade im Ausland, jetzt in England zum Beispiel, da bin ich der Deutsche und ich habe mittlerweile auch Freunde, Bekanntschaften, die aus dem Ausland kommen, und wenn die dann sehen, wie ich über teilweise gewisse Dinge denke, dann bin ich immer so der Deutsche. Oder was Pünktlichkeit zum Beispiel auf den Platz angeht. In England ist das ein bisschen lockerer. Da sagt man, okay, 2, 3 Minuten später kommen ist jetzt nicht so schlimm. Nee, also das ist bei mir nicht so. Ehrgeizig. Ja, auch 9, 8, 9 schon. Auch im privaten Bereich. Brettspielabende, läuft was gut bei dir? Oder sind die Ja. relativ schnell beendet und das Brettspiel liegt auf dem Kommt Boden? ein bisschen darauf an, mit wem ich spiele. Wenn ich mit Kindern spiele oder keine Ahnung, dann natürlich nicht so sehr. Aber wenn ich jetzt mit Freunden oder so spiele, wir spielen mal zu Hause Uno oder so, ein Kartenspiel, dann will ich schon gewinnen. Also ich war als Kind auch schon so, dass wenn ich verloren habe, dann haben meine Eltern immer erzählt, dann war ich immer traurig und sauer und voller Ärger. Wie lange nagen Niederlagen an dir? Kommt drauf an. Also kommt drauf an, wann das nächste Spiel ist. Jetzt gerade zum Beispiel mit dem Pensum in England, wenn man alle 3, 4 Tage spielt, dann hat man gar nicht viel Zeit, um über Niederlagen nachzudenken. Aber jetzt zum Beispiel mit dem Champions League-Finale, wenn man verliert, dann umso wichtiger ist es vielleicht dann auch versuchen, so einen Cut zu machen und vielleicht mal für ein paar Tage den Fußball komplett zu vergessen. Was ich auch gemacht habe und was mir gut getan hat. Gibt es eine Charaktereigenschaft, die du gerne besitzen würdest, aber nicht hast? Ich glaube nicht. Also ich bin ziemlich zufrieden mit mir selbst. Ich weiß, dass ich nicht ganz verkehrt geraten bin. Ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich nicht kann. Ich bin immer ehrlich, nicht nur mit Menschen, sondern auch mit mir selber. Und das finde ich im Leben sehr wichtig. Und dementsprechend bin ich eigentlich ganz, ganz zufrieden mit mir. Kannst du, glaube ich, auch sein. Funktioniert. Diego ist unser Panini Kids Reporter und hätte auch eine Frage an dich. Okay, super. Ilkay, warum hast du dieses Jahr so viele Tore geschossen? Schießt du jetzt auch für Deutschland so viele Tore? Liebe Grüße und bis bald. Ciao, euer Diego. Coole Junge.
Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Viele haben mir die Frage gestellt und haben sich gewundert, wie kann es sein, dass du auf einmal so viele Tore schießt. Ich war ja auch nie wirklich ein Torjäger. Wenn du dann das erste, zweite Tor schießt, dann kommt man in so einen gewissen Lauf. Und den Lauf hatte ich gerade im Januar, Februar, in den März hinein noch so ein bisschen. Also 3 Monate wirklich, wo ich mich extrem gut gefühlt habe, wo wir uns als Mannschaft extrem gut gefühlt haben. Aber ja, nichtsdestotrotz versuche ich einfach so gut wie möglich für mein Team zu sein und in welcher Rolle auch immer. Und diese Saison war es eine etwas veränderten. Und trotzdem ist es natürlich schön, wenn man auch Tore schießt. Das kann man nicht verneinen. Dann hoffe ich sehr, dass du während der EM auch in so einen Lauf kommst und würde abschließend noch eine Frage stellen. Und zwar drehen wir hier immer zum Schluss den Spieß ein bisschen um und du sagst mir, welche Frage du gerne mal beantworten würdest, aber die dir noch nie gestellt wurde. Oh. Kannst du auch ein bisschen überlegen, muss jetzt nicht. Boah, mir wurden so viele Fragen in meinem Leben bisher gestellt. Und du hast schon 1, 2 gute, ehrlich gesagt. Also auch 1, 2. Das ist das Fazit nach 20 Fragen sorry, ist ja ein. Ich habe mich falsch ausgedrückt. 1, 2, die vielleicht mal so anders sind als wie jetzt im typischen Fußball. Also mir ist immer ganz wichtig, und da ist jetzt keine Frage hinter, aber ich glaube, mir ist immer ganz wichtig, dass man auch vielleicht mal so ein bisschen ein Gefühl für den Menschen hat, ne, der hinter dem Fußballer steckt. Der Fußball kommt, der geht auch irgendwann, aber ich als Mensch bleibe bestehen und klar gehört der Fußball zu meinem Leben und irgendwo definiere ich mich über den Fußball auch. Aber das ist nicht 100% von Ilkay, sondern nur eine kleine Scheibe. Und dementsprechend ist mir immer ganz wichtig, dass Menschen auch mich als Mensch kennenlernen. Ich finde, das ist das perfekte Schlusswort. Nehmen wir mit. Danke dir und danke euch fürs Zuschauen.